Zähle ich bis 190 Level ohne Power-Ups und Power-Ups zu sparen auf das nächste Update. Tja, falsch gedacht, Bodenheimer. In der Vergangenheit, falls du darauf anspielst, Boltus McBodenheimer, habe ich äußerst sparsam gespielt, weil ich nicht die gleichen Ressourcen hatte wie heutzutage. Heutzutage habe ich jede Klasse mindestens 3-mal mit Hunderten von Upcut-Stones und Amplis und vielen anderen Sachen. Die meisten wird man beim Leveln davon nicht benutzen, aber zumindest Upcut ist das Wichtigste. Und das heißt, jetzt bin ich äußerst frei, was das angeht. Frei in der Gestaltung des Grinds. Das Einzige, was etwas suboptimal ist, ist natürlich, wenn du jetzt voll beim Leveln bist, ja, dann kannst du natürlich nicht einfach so den Charakter wechseln. Also bezogen auf, ach komm, leck mich doch. Also das einzige Problem ist, bezogen auf Level Reach, dass man ja den ganzen Fortschritt dann wieder verloren hat, wenn man den Charakter wechselt. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich level mit einem Elementor auf 180. Ich meine, dann wären meine Power-Ups höchstwahrscheinlich noch nicht leer. Aber mal angenommen, meine Power-Ups wären dann leer. Und logische Schlussfolgerung, oder was heißt leer? Ich meine, ganz leer, soweit würde ich es wahrscheinlich nicht kommen lassen. Ich würde wahrscheinlich schon bei 10 oder 20 Upcut-Stones aufhören. Und nicht erst wirklich bei einem. Was ja immer schlecht ist, wenn ein Charakter gar nichts mehr hat. Aber vom Ding her, mal angenommen, er wäre dann leer, ausgebrannt, ausgelutscht. Und logisch wäre es dann, man switcht auf den anderen. Ja, der andere ist ja dann 166, 67, whatever, je nachdem, ob neue Tower Dailies kommen, pipapo. Das heißt, du wirst ja doch immer neu anfangen und je nachdem, wie viele Reach-Belohnungen und so weiter es gibt, wäre das an sich dann natürlich trotzdem eher wieder schlecht, weil du dann erstmal eine Fuhre Chars sozusagen bis zu einem gewissen Level grinden würdest und dann würdest du erst wechseln. Aber es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil man weiß noch nicht die Level-Bedingungen, Belohnungen und so weiter. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht sagen. Aber vom reinen Ding her wäre das halt wahrscheinlich das oder eines der Probleme. Das Problem oder eines der Probleme. Dass du zwar theoretisch jetzt wechseln, oder ich jetzt theoretisch jederzeit wechseln kann, wenn ein Char leer wird. Aber man will es eigentlich nicht, weil man dann ja nochmal alles nochmal machen muss quasi. Was ja an sich nicht so schlimm ist, aber gegebenenfalls könnte es da problematische Szenarien geben. Andererseits kann man es auch so sehen. Sinnvoller ist ja natürlich, wenn man 8 Char-Taktik mit Party auf Schaden macht. Und das heißt, du könntest anfangen Party auf Schaden. Ich sag mal so, wenn der Elementor 180 ist, dann sind wahrscheinlich die Leecher, mal angenommen, alle starten auf 166, und das wäre ja definitiv so, alle starten auf 166. Wenn der Elle 180 hittet, dann sind die anderen wahrscheinlich 100, auch wieder abhängig von Tower Dailies, aber dann sind die anderen wahrscheinlich maximal 170. Ja, die werden nicht viele Level-Ups machen. Die werden sehr wenige Level-Ups machen. Das wiederum wäre natürlich wieder ein Vorteil, weil dann könntest du in einen Elementor wirklich all-in gehen, voll rauspowern. Und dann ist es ja auch bezogen auf Level Reach nicht so schlimm, weil es ist ja nur ein Char, der in Anführungszeichen nochmal zurückgesetzt wird. Aber die anderen machen ja auf 170 weiter dann quasi. Du müsstest halt nur Monster töten, die mindestens halt so hoch sind wie die Leecher oder höher. Was ja aber nicht schlimm ist, weil ja alle Chars 166 sind, also außer die Leecher sind dann schon 175 plus oder so. Sollte das theoretisch egal sein. Aber das ist alles so Zukunftsmusik. Es kann auch sein, dass so gute Tower Dailies kommen, dass es sogar sinnvoller ist, man levelt alle seine Chars erstmal auf 168, dass sie alle 2 Tower Stages schon wieder haben und dann vielleicht schon wieder über 5% täglich mit Nichtstun verdienen. Könnte auch dann schon wieder viel sinnvoller sein. Und dann, wenn alle 2 Tower Dailies freigeschaltet haben, dann machst du mit einem die 3. und dann mit einem die 4. und so. Und dann sind alle deine Chars nach einem Monat schon 175 oder so, weil du einfach wieder nur mit Tower Dailies so extrem viel XP machst. Keine Ahnung. All das weiß ich nicht. Aber das ist tatsächlich ein hochkomplexes Thema. Naja.
aber darüber kann man sich noch keine Gedanken machen, weil man die ganzen Details noch nicht kennt. Ich weiß auch nicht, ob sie die Details auf dem Testserver wirklich schon preisgeben bezüglich Level Reach und so. Könnte ich mir vorstellen, dass sie es nicht tun oder dass es dann auf den Live-Servern anders ist. Vor allem die Menge der Belohnungen vielleicht. Das siehst du doch morgen. Ja, eben nicht. Ich glaube nicht, dass sie sowas spoilern wie Level Reach. Das ist ja kein Bug. Das hat ja nichts mit Bugs. Das musst du ja nicht testen. Was musst du an Level Reach testen? Du könntest höchstens sagen, ja, die Belohnungen sind scheiße oder die Belohnungen sind zu wenig. Aber ich denke, das wäre relativ egal. Natürlich konstruktiv muss man das ja machen. Aber selbst wenn du da konstruktives Feedback geben würdest, dass die Belohnungen scheiße sind oder zu wenig, dann würden sie es trotzdem nicht ändern, weil das sind ja so Sachen, die das Einkommen beeinflussen. Wenn die jedem 300 MPs schenken oder 300 Products, beeinflusst das ja vehement, wie viel Geld sie einnehmen. Also wenn sie einmal festgelegt wurden, und wie gesagt, ich denke nicht, dass sie uns damit spoilern, und selbst wenn doch, kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein, ob sie sich bis zum Release nicht doch nochmal ändern. Und außerdem, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie da allzu großzügig sein werden. Aber weiß man halt nicht. Das sorge ich doch die ganze Zeit.